Auf den folgenden Moment, meine Damen und Herren, habe ich mich persönlich, darf ich ganz auch offen sagen, sehr gefreut. Folgende Sprecherin kenne ich seit Jahren persönlich. Wenn man ihre Geschichte kennt, einige von euch kennen diese Geschichte, ihre persönliche Geschichte schon, möchte man von außen beurteilen, das wäre so der typische amerikanische Traum, den Sie und Ihre Familie heute auch gemeinsam schon erleben. Aber wenn man ein bisschen tiefer geht, sieht man, dass hinter dieser Lady, dieser Person, ein sehr starkes Herz steht, ein sehr starkes Commitment zu Prinzipien. Sie hat eine knapp 30-jährige Erfahrung auch in dieser Branche. Sie ist jemand, der immer sehr locker und sehr easy sozusagen nach außen wirkt, aber ein Leben mit ganz starken Prinzipien führt. Ihre Geschichte ist auf den Punkt gebracht, sie wollte $500 verdienen, weil sie das wirtschaftlich benötigt hat. Wenn man heute weiß, was man so als Nummer 1 oder Nummer 2 in diesem Business verdient, weiß man, dass ein bisschen mehr geworden ist bei ihr. Bitte begrüßen Sie mit einem österreichisch-deutschen, russischen, ungarischen, armenischen, was haben wir noch da, italienischen, schweizerischen, auf jeden Fall einem sehr angemessenen, freundlichen Applaus, unsere Ruth Elliott. Herzlichen Dank, es ist ein Vergnügen, hier sein zu dürfen. But it's very frightening to be the speaker after the break. Aber es ist immer so ein bisschen furchterregend, wenn man nach der Pause als erster Sprecher drankommt. You're not sure if people will come back in. Man ist nicht sicher, ob die Leute zurückkommen oder nicht. Anyway, I'd like to give you 7 tips. Are you interested in 7 tips to build your business? Wenn es euch interessiert, möchte ich euch 7 Tipps mit auf den Weg geben. Interessieren euch meine Tipps? Okay, your very first tip is der erste Tipp, der erste Schritt ist establish your why. Fixiere dein Warum. When I attended my first event, Als ich mein erstes Meeting, mein erstes Event bei Vemma besucht habe, I was a brand new person. war ich ganz neu. I wanted to know what is a cycle. Und ich wollte herausfinden, was ein Cycle ist. I attended the event and I came home and I didn't know what a cycle Und was. ich bin dann zu diesem Meeting hingegangen und bin dann nach Hause gekommen und ich wusste nicht, was ein Cycle war. But at that first event, Tom Elkassen was cycling 250 times a month. Aber bei diesem Event, wo ich zum ersten Mal dabei war, da hat der Tom Elkassen bereits 250 Cycles pro Monat gemacht. So I thought, if he can do it, I can do it. Und ich sah ihn an und dachte mir, wenn der das schafft, dann kann ich es sicher. What I did learn at that event Was ich gelernt habe bei diesem Event, is to know your why. ist vor allem, wie wichtig das Warum ist. Du musst wissen, warum du das machst. My why was financial freedom. Mein Warum war finanzielle Freiheit. My husband and I were financially broke. Meine Familie, mein Mann und ich waren wirklich finanziell pleite. And I needed an opportunity. Und ich brauchte eine Chance. So I wrote one of my goals. Und ich brachte eine meiner Ziele. To be a diamond presidential team leader. Und mein erstes Ziel war, dass ich ein Diamantpräsident werde. Only to find out Habe dann herausgefunden, there's no such thing. dass es das gar nicht gibt. I had everything wrong. Also bei mir war nichts, ich habe alles komplett verwirrt gehabt. But I wrote down that day my why. Aber ich habe mein Warum aufgeschrieben an diesem Abend. Step number 2 Zweiter Schritt, zweiter Tipp, is how to set goals. setze Ziele. Vemma's opportunity offers Die Möglichkeit, die Chance, die Vemma uns gibt. the chance to offset the cost of your product or get it free. Der erste Punkt ist, das Produkt einmal gratis zu trinken. Make a part-time income. Das zweite ist, ein Teilzeit- oder Nebeneinkommen zu erwirtschaften. Or a full-time income. Oder wirklich ein Haupteinkommen zu erwirtschaften. I was looking for a full-time income. Ich habe wirklich nach einem Haupteinkommen gesucht. So that's where I set my goal. Und habe dann mein Ziel auch dementsprechend gesetzt. But I started with smaller goals. Aber mein erstes Ziel war wesentlich kleiner.
And the first was to cycle once. Mein erstes Ziel war es, einmal einen Cycle zu produzieren. I worked a full-time job when I started. Ich habe einen Fulltime-Job gehabt, als ich begonnen habe. Vemma was part-time. Vemma war Nebenjob, also nebenbei. At the end of my first 9 months, Nach den ersten 9 Monaten I was cycling 500 times a month. habe ich bereits 500 Cycles gemacht pro Monat. Step number 3. Schritt Nummer 3 oder Tipp Nummer 3. The first 3 steps that I'm giving you Die ersten 3 Schritte, die ich dir gebe, are personal. sind persönlich. No one can do them but you. Diese Schritte kannst du nur machen, nur alleine. Nur du kannst dich entscheiden, diese zu tun. The following 4 tips Die folgenden 4 Tipps are for your team. sind für dein ganzes Team. Create your story, step 3. Step Nummer 3 oder Schritt Nummer 3, kreiere deine Story, deine eigene Geschichte. Have you ever heard Hast du schon gehört? that people don't buy what you have, Menschen kaufen nicht, was du hast, they buy why you do it. sie kaufen das, warum du es machst. And I found Und ich habe herausgefunden, that creating my story, dass meine eigene Geschichte zu kreieren, which was really sharing why I was excited about Vemma. ich habe den Leuten einfach mitgeteilt, warum Vemma mich so begeistert hat. And that allowed me to make a connection with people. Und dieses Warum, diese Begeisterung hat eine Connection, eine Verbindung hergestellt zwischen mir und den anderen Menschen. My story had a little product and a little opportunity in it. Meine Geschichte war eine Kombination von Produkt und Geschäft. Then I could ask the person what part interested them. Und ich konnte die Leute immer fragen, was interessiert sie? Das Produkt oder mehr das Geschäft? That allows me to fill their needs, not mine. Und das hilft mir, festzustellen, was dieser Mensch braucht und nicht, was ich brauche. It takes the guesswork out of it. Da braucht man nicht herumraten, was der andere will. When I was first approached for Vemma, Als Vemma mir vorgestellt wurde, only the product was mentioned. wurde nur das Produkt erwähnt. I said no. Und darum habe ich Nein gesagt. I was more inspired and looking for an opportunity. Ich brauchte eine Chance, ich brauchte eine Möglichkeit und das hat mich inspiriert. But you can't have one without the other. Aber natürlich brauchen wir beides. Man kann nicht das eine ohne den anderen haben. Tip number 4. Tipp Nummer 4. We call it prospecting or sorting through people. Wir nennen das Rekrutieren oder einfach Menschen suchen. It's not selling or convincing people to take product. Wir verkaufen nichts und wir überzeugen auch niemanden wirklich. It's really asking them questions to find out if they're interested. In Wirklichkeit stellen wir nur eine Frage nach der anderen, um ihr Interesse zu wecken. I was taught years ago Mir wurde vor Jahren beigebracht, to say less to more people, dass es wichtig ist, weniger zu sagen, aber zu mehr Menschen. or to learn to talk about what matters to people who care. Oder anders formuliert, über das wirklich Entscheidende zu sprechen mit Menschen, die wirklich etwas wollen. So I got really clear on what I was looking for. Und darum habe ich wirklich es ganz klar gemacht, was ich suche oder wen ich suche. I began to ask people that, who do you know? Or I'm looking for 2 who can find 2. Ich habe immer Fragen gestellt wie folgende: Kennst du jemanden? Oder wen kennst du? Oder ich suche jemanden, der auch 2 weitere Menschen bringen kann. That doesn't mean you're limited to 2 people. Das heißt nicht, dass du auf 2 Personen beschränkt bist, aber du suchst einmal 2 wirklich gute. It just helps people understand the concept of duplication. Aber das mit den 2 Personen ist einfach deswegen so wichtig, dass diese Menschen das Konzept der Duplizierung, der Multiplikation beginnen zu verstehen. You get what you ask for. Sieh, im Leben bekommst du das, wonach du fragst. So be really clear in what you're asking Und people daher ist to es do. so wichtig, dass du in deinen Fragen klar bist. The reason it moved so fast Der Grund, warum es bei mir so schnell gegangen ist, is because it was so simple. weil es für mich so einfach war. Momentum comes from Momentum kommt simple, quick and easy. von einfach, schnell und simpel, schnell und einfach.